ein Geschäft zum Arbeiten. Normalerweise, ich habe auch eine Ausbildung in Bulgarien gemacht, die Schneiderin und Designer, Schmuckdesignerin auch, kann ich machen. Aber was soll ich machen jetzt? Man muss überleben. Ich habe selbst diesen Respekt. Ich habe mir selbst entschieden, in dieses Risiko zu gehen, da draußen zu stehen, meinen Körper zu verkaufen. Aber ich habe keine andere Wahl. Das ist Geld, wo wir alle Zugang zu haben, wo auch Leute Zugang zu haben, die die ganzen Papiere noch nicht hinkriegen, die in Deutschland eh schwierig genug sind aufzutreiben, wo auch Leute Zugang zu kriegen, die sich nicht so perfekt organisieren können, weil sie nicht ständig arbeiten können oder whatever und trotzdem halt einen ganz normalen Beruf machen. Ja. Es ist schwer einfach. Für mich ist es auch schwer, dieses Leben zu leben, mit Angst auf der Straße zu stehen, weil die Leute sagen, das ist Geschäft, das ist schlechte Geschäft und gefährliche Geschäft. Ja. Ich schäme mich nicht, ich bin stolz dafür, was ich arbeite, ich schäme mich, ich stehe mich nicht auf die Straße zu stehen und meinen Körper zu angeboten. Das Problem ist das Geschäft läuft sehr schlecht und mit diesem Ausweis will ich da mehr. Wie geht's dir mit dem Prostituiertenschutzgesetz, was jetzt rauskommen soll? Und ich weiß nicht, wo diese gute Regelung ist mit diesem neuen Gesetz. Was soll das für die Frauen bringen? Außer in Illegalität zu gehen und in Hände von Zuhältern wieder, mal wie früher. Es war doch gut bis jetzt. Die Frauen konnten selbstständig arbeiten, die hatten Gewerbe, hatten keine Angst. Klar gibt es auch viele Frauen, die keine Steuer zahlen und kein Gewerbe haben. Aber das ist nicht eine Lösung mit diesem neuen Gesetz. Ich will sofort eine Stempel auf den Stirn machen, Prostituierte, weil das ist für mich es kontrolliert uns. Ich arbeite ja bei PEER-Projekt von der Organisation Hydra. Wir machen Workshops in Pubs, in Bordelle, in Sexkinos und wir erklären den Frauen und ich habe die Befürchtung und irgendwie, die verstehen das nicht, was das bedeutet oder wollen es nicht verstehen. Es ist für mich wie ein Zwangsouting. Es betrifft mich sehr, weil ich glaube nicht, dass jemand aus der Politik mit einer Prostituierte gesprochen hat und sie gefragt hat, was möchtet ihr, was ist gut für euch. Wir können versuchen, dass ihr eine Krankenversicherung bekommt, in eine Krankenversicherung reinkommt, weil das ist wichtig, weil die Mädchen sind sehr oft krank. Ich erlebe das in meinen Workshops. Hatten wir schon in Deutschland. Im Nationalsozialismus gab es auch schon den hohen Ausweis und das hat dann zur Folge gehabt, dass Sexarbeiterinnen in Lagerbordelle gesteckt worden sind und in Massenvergewaltigungen involviert waren. Echt? Ich habe ein bisschen das Problem, ich arbeite auch in einem Studio und das Studio wird auch, also die Besitzerinnen des Studios sind auch Freundinnen von mir. Ja. Und wenn ich mich nicht anmelden würde, dann würde ich sie auch in Gefahr bringen, weil du kannst sicher sein, jetzt durch das neue Gesetz wird es noch mehr Kontrollen und Razzien geben, als wir jetzt schon haben. Wir haben jetzt schon viel zu viele Razzien. So, ich kriege das ja auch mit, was überall geratzt wird, weil ich gebe auch Workshops und bekomme das auch zugetragen. Das heißt, wenn ich mich nicht registrieren lasse, bringe ich meinen eigenen Arbeitsplatz in Gefahr und das Studio meiner Freundin. Genau. Also das heißt, von daher habe ich da eigentlich auch gar keinen Ausweg zu der Sache, die Sache zu umgehen. Es ist für mich gefährlich, wenn mein Wohnort und mein richtiger Name bekannt werden. Das kann ich mir nicht leisten, da habe ich Angst und ich traue dem Ganzen nicht. Also ich gehe davon aus, dass meine Daten, weiß ich wo, auftauchen. Also es wird ja jetzt schon wieder mit umgegangen wird. Genau, und jetzt ist schon ein Problem. Und das wird noch schlimmer werden und mit dem Ausweis, keine Ahnung, ich muss mich entscheiden, ob ich halt tatsächlich mich so organisiere, dass ich unkontrolliert arbeite. Ja. Was dann auch nochmal ganz neue Gefahren nach sich bringt. Genau. Oder ob ich mitspiele und die Gefahr eingehe, geoutet zu werden. Warum machen die das? Warum helfen die uns nicht? Warum immer diese Stigmatisierung? Warum immer die Menschen was anders sind, was besonders sind, was etwas anderes sind als die Gesellschaft? Warum sind die immer so weg und stigmatisiert?
Und deswegen finde ich es wichtig, dass es einen Tag wie den Hurentag gibt, wo wir uns feiern können. Ich möchte respektiert werden als Sexarbeiterin, ich möchte respektiert werden für die Arbeit, für meine sexuelle, intime oder kinky Dienstleistung, die ich gebe. Man kann es nicht abschaffen, nie. Es ist ein Beruf, seitdem die Welt gibt, glaube ich. Ich verkaufe meinen Körper zu überleben. Und wem gefällt nicht, ist mir scheißegal. Ja. Ist nicht einfach, aber ich bin stolz auf mich.